Für Kaiser Franz Josef war sie eine Unmöglichkeit, für den Wiener Hof ein Skandal und für die Zukunft der Monarchie war diese Liebe eine Gefahr. Doch der Thronfolger dachte nicht daran nachzugeben. Er schrieb: Die Ehe mit der Gräfin ist das Mittel, mich für die ganze Zeit meines Lebens zu dem zu stempeln, was ich sein will und soll. Zu einem berufstreuen Mann und zu einem glücklichen Menschen. Nach einem jahrelangen Kampf und zahlreichen Demütigungen wurde ihnen die Erlaubnis zur Ehe gegeben. Sie verlebten eine sehr glückliche gemeinsame Zeit, bis der Tod sie schied, am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Dies ist die Geschichte von Franz Ferdinand und Sophie Kottek. Eine der schönsten, aber zugleich tragischsten Liebesgeschichten der Habsburger. Hallo, ich bin Kathi, Stadtführerin in Wien und Kulturvermittlerin, seit einigen Jahren auch hier auf YouTube und auf Spotify. Mir sind Originalquellen bei meinen Recherchen immer sehr wichtig, um den Charakter der historischen Persönlichkeiten besser verstehen zu können. Wenn du auch gerne hinter die Fassaden schaust und nicht nur eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse suchst, bist du auf meinem Kanal genau richtig. Im letzten Video haben wir uns mit dem Leben des jungen Erzherzog Franz Ferdinands beschäftigt. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich es dir unten in der Beschreibung. Dort findest du übrigens auch meine verwendeten Quellen. Wir haben erfahren, wie der kränkelnde und verschlossene Erzherzog durch den Selbstmord seines Cousins, Kronprinz Rudolf, plötzlich zum Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde. Doch gerade vom Thronfolger erwartete man nun auch die Fortsetzung der Dynastie. Der 34-jährige Franz Ferdinand war damals noch immer Junggeselle. So sehr ich eine glückliche Ehe beneide und mich in eine so schöne Lage hineindenken kann, so halte ich andererseits eine unglückliche Ehe für die Hölle auf Erden. Leider ist in meinen Kreisen dieser Fall ein zu häufiger und das Experiment ein zu gewagtes. So werde ich allem Anscheine nach unbeweibt durchs Leben ziehen und die Leute sich hoffentlich beruhigen, das Nutzlose ihrer Bemühungen einsehend. Für den künftigen Thronfolger musste aber unbedingt eine angemessene Partie gefunden werden. Möglichst eine Prinzessin aus einem regierenden Herrscherhaus. Franz Josef hätte ihn gerne mit Stefanie, der Witwe seines Sohnes, verheiratet. Doch Franz Ferdinand lehnte ab. Im Zusammenhang mit seinem offiziellen Besuch in England im Jahr 1894 beherrschte das Thema Heirat die Gespräche am Hof. Franz Ferdinand wusste genau, was ihn erwartete. Schon vor seiner Abreise rechnete er damit, in Wien ungezählte eindringliche Mahnpredigten betreffs wünschenswerter Verlobung, die bei dieser Reise geplant ist, über sich ergehen lassen zu müssen. Und tatsächlich wurden ihm während seines Aufenthalts in London und Windsor zahlreiche Prinzessinnen als mögliche Ehekandidatinnen vorgestellt. Doch der Erzherzog dachte gar nicht daran, sich den Wünschen seiner Familie zu beugen. Wieder nach Wien zurückgekehrt, flüchtete er Ende des Jahres 1894 aus der Kaiserstadt, um allen heiratsdrängenden Verwandten und allen Familienräten, welche vor Weihnachten stattfinden, zu entfleuchen. Franz Ferdinand war in dieser Frage ungewöhnlich konsequent. Er wollte keine politische Zweckehe eingehen. In einem Brief machte er seine Haltung unmissverständlich klar. Sie kennen mich wohl schon genug, um zu wissen, dass solange mein Wille noch der einzig Maßgebende ist, ich dies nie tun werde. Gräfin Nora Fugger berichtete er Ende des Jahres 1896, dass man weiterhin versuche, ihn zu einer standesgemäßen Verbindung zu bewegen. Doch der Druck bewirkte genau das Gegenteil. Er schrieb ihr, dass Versuche unternommen würden, zur Ehe zu zwingen, dass dies aber das Gegenteil bewirkte, denn meine antimatrimonialen Gefühle werden dadurch nur bestärkt. Damals ahnte am Wiener Hof noch niemand, dass Franz Ferdinand längst eine ganz eigene Vorstellung von seiner Zukunft hatte. Er suchte keine Prinzessin. Er suchte eine Frau, die er lieben konnte. Und diese Frau hieß Sophie Kottek. Sophie entstammte einer alten böhmischen Adelsfamilie und sie war die vierte von insgesamt 8 Geschwistern.
Die Familie war nicht reich, doch sie legte großen Wert auf Erziehung und Bildung. Nach dem frühen Tod der Mutter hatte Sophie schon in jungen Jahren gelernt, Verantwortung zu übernehmen und mit bescheidenen Mitteln einen Haushalt zu führen. Sie war klug, gebildet, bescheiden und völlig anders als viele Damen des europäischen Hochadels. Und genau das schätzte Franz Ferdinand an ihr besonders. Es ist nicht ganz sicher, wann sich die beiden kennenlernten. Sophies Schwester Marie war seit 1887 mit einem Freund von Franz Ferdinand, Jaroslav Graf Thun-Hohenstein, verheiratet. Es ist denkbar, dass dem Erzherzog bei der Hochzeit die damals 19-jährige Sophie zum ersten Mal vorgestellt wurde. Aber immer wieder explizit erwähnt als das große Zusammentreffen wird die Soiree im Herbst 1894, die eben Graf Thun-Hohenstein gab und bei der beide jedenfalls aufeinander trafen. Also kurz vor Franz Ferdinands Kur in Südtirol, von der wir schon im letzten Video gehört haben. Seinem Arzt, Dr. Eisenmenger, fiel auf dieser Kur auf, dass die Stimmung des Erzherzogs schlagartig besser wurde, sobald die Post eintraf. Und damals notierte er auch eine Äußerung Franz Ferdinands. Wenn unser einer jemanden gern hat, findet sich immer im Stammbaum irgendeine Kleinigkeit, die die Ehe verbietet. Und so kommt es, dass bei uns immer Mann und Frau 20 Mal miteinander verwandt sind. Das Resultat ist, dass von den Kindern die Hälfte Trottel und Epileptiker sind. Nach seiner vollkommenen Genesung, 2 Jahre später, schien er sich auch erstmals mit dem Gedanken an eine Ehe anzufreunden. Denn er schreibt damals an Nora Fugger: Ich sehne mich ja selbst schon nach der Ruhe, nach einem gemütlichen Heim, nach einer Familie. Aber nun stelle ich an Sie die große Frage: Wen soll ich heiraten? Es ist ja niemand da. Gräfin sagen, ich sollte mir eine liebe, gescheite, schöne und gute Frau nehmen. Ja, sagen Sie mir, wo läuft denn so etwas herum? Es ist ja ein Unglück, dass es gar keine Auswahl unter den heiratsfähigen Prinzessinnen gibt. Lauter Kinder, lauter 17- oder 18-jährige Pippern, eine schircher als die andere. Und erst die Erziehung meiner Frau zu besorgen, dazu bin ich zu alt. Dazu habe ich weder Zeit noch Lust. Ich kann mir sehr gut das Ideal einer Frau vorstellen, wie ich sie gerne haben möchte und mit der ich glücklich werden könnte. Es müsste ein nicht zu junges Wesen sein, mit bereits vollkommen gefestigtem Charakter und Anschauungen. So eine Prinzessin gibt es nicht. Und da finde ich es besser, ledig zu bleiben, als sich zeitlebens unglücklich zu machen. Doch wenn keine Prinzessin seinem Ideal entsprach, dann vielleicht doch eine Gräfin? Im Jahr 1898 suchte Erzherzogin Isabella, die Gemahlin Erzherzog Friedrichs von der Albertinerlinie, eine neue Hofdame. Franz Ferdinand schlug eine junge böhmische Gräfin für diesen Posten vor: Sophie Kottek. Bis dahin hatte Sophie überwiegend bei ihrer Familie in Dresden gelebt. Sie erhielt nun die Stelle und zog an den Hof Erzherzogin Isabellas. Franz Ferdinand war mit der Familie Friedrichs eng befreundet und nun nahm er nahezu jede Einladung an. Isabella freute sich, denn sie dachte, der Thronfolger käme, weil er sich für eine ihrer insgesamt 8 Töchter interessierte. Niemand wusste, dass er kam, um die Hofdame öfter zu sehen. Da zwischen Isabella und Franz Ferdinand ein freundschaftliches Verhältnis, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, bestand, berichtete sie ihm auch regelmäßig über ihre Hofdame und dass Sophie von einem Herrn Rosenberg aus Prag mehrere Schachteln Pariser Schokolade erhalten habe. Rosenberg überbot sich an Liebenswürdigkeit und hat auch schon seitdem ein durch seine Fassung wirklich sehr kompromittierendes Schreiben an Sophie gerichtet. Erzherzogin Isabella glaubte offenbar, ihrer Hofdame damit eine gute Partie zu ermöglichen. Sie ahnte nicht, dass der wahre Verehrer längst vor ihr stand. Da Isabella eine passionierte Fotografin war, existieren sehr viele Familienfotos. Und auf einem Foto nach einem Tennisspiel ist auch Sophie ganz am rechten Bildrand und dort auch Franz Ferdinand zu sehen. Und genau eine solche Tennispartie sollte die Beziehung schließlich enthüllen. Die Geschichte wurde folgendermaßen im Familienkreis erzählt.
Franz Ferdinand habe seine Taschenuhr vergessen und als Isabella sie öffnete, fand sie darin ein Bild ihrer Hofdame. Sophie wurde aus ihrer Stellung entlassen und für Franz Ferdinand begann nun ein 2-jähriger Kampf um sein Lebensglück. Das Familienstatut der Habsburger, erlassen am 3. Februar 1839, regelt in 61 Paragraphen die rechtlichen Beziehungen der Mitglieder des Kaiserhauses. Paragraph 15 bestimmte unmissverständlich: Kein Prinz und keine Prinzessin des Kaiserhauses durften ohne Zustimmung des Familienoberhauptes eine Ehe eingehen. Dieses Familienoberhaupt war Kaiser Franz Joseph. Zwischen Kaiser und Thronfolger kam es zu einer Aussprache. Franz Ferdinand berichtete Sophie später von seinem Gespräch mit Kaiser Franz Joseph. Er habe dem Monarchen erklärt, dass er sich diesen Schritt seit 2 Jahren überlegt habe. Dann kam der Kaiser mit der Wucht der Gegengründe. Schließlich: Mach dir keine Hoffnungen, ich werde es mir überlegen. Doch der Kaiser wollte einfach keine vorschnelle Entscheidung treffen. Man einigte sich auf 1 Jahr Bedenkzeit. Franz Ferdinand sollte prüfen, ob seine Gefühle tatsächlich von Dauer seien. Sowohl Franz Joseph als auch sein Neffe ließen nun von angesehenen Politikern, Juristen und Diplomaten prüfen, welche politischen und rechtlichen Folgen eine unebenbürtige Ehe für die Monarchie haben könnte. Der Thronfolger bekannte sich öffentlich zu Sophie und machte klar, er würde entweder eine Herzensehe eingehen oder gar keine. Doch von höfischer Seite aus versuchte man nun alles, um die Verbindung zu verhindern. Auch im Ausland erregte die Geschichte die Gemüter. Man war sich einig, eine solche Verbindung würde dem Ansehen der Monarchie schaden. Sogar Dr. Gottfried Marschall. Einst, wir haben von ihm in der letzten Folge gehört, der Religionslehrer und ein enger Vertrauter Franz Ferdinands, wurde vom Kaiser gebeten, auf das Paar einzuwirken. Er setzte die tiefreligiöse Sophie, die in dieser Zeit auf den Gütern ihrer Geschwister lebte, mit moralischen und kirchlichen Argumenten unter Druck. Als Franz Ferdinand davon erfuhr, wurde er sehr wütend und erklärte: Meine Braut hat die Zeit der Buße, so muss ich die Monate nennen, in einem Kloster verbracht, und jetzt habe ich sie erlöst. Sie gehört wieder der Welt an, und sie wird zu mir gehören. Wie hat man uns gequält? Wie hat man meine Braut gefoltert? Zu ihrer Frömmigkeit nahmen sie die letzte Zuflucht. Bei ihrem Glauben und ihrer christlichen Demut packten sie die Sache an. Und es wäre beinahe geglückt. Schon hatte ich die Absage in den Händen, den mit Tränen geschriebenen Verzicht auf mich. Da fuhr ich wie ein Donnerwetter drein und befreite sie aus der Atmosphäre, in der sie lebte. Denn das war wider die Abrede gehandelt. Ich sollte mich 1 Jahr prüfen, ob ich nicht etwa aus Leidenschaft etwas unternehmen wolle, was ich zeitlebens bereut hätte. Ich prüfte mich. Aber man hat sie zum Abfall von mir verleiten wollen, hat ihr Herz bedrängt und ihr Gewissen. Das war wieder die Abrede. Doch der Kaiser gab nicht nach. Am 12. Juni 1900 ließ Franz Joseph sogar jene Familien offiziell auflisten, aus denen Mitglieder des Hauses Habsburg heiraten durften. Die Familie Kottek befand sich nicht darunter. Und dabei handelte es sich keineswegs um eine unbedeutende Familie. Ihre böhmische Abstammung ließ sich bis in die Zeit der Hussitenkriege zurückverfolgen. Und Sophies Vater war der Vermittler der Hochzeit zwischen Prinzessin Stephanie von Belgien gewesen und Kronprinz Rudolf. Wie gesagt, zu Rudolfs Leben gibt es ja schon eine Biografie auf meinem Kanal und zu Stephanie ist gerade eines in Arbeit. Franz Ferdinand jedenfalls ließ sich nicht beirren und er schrieb an den Kaiser: Ich kann abermals nur erwähnen, dass der Wunsch, die Gräfin zu heiraten, nicht die Frucht einer Laune ist, sondern der Ausfluss der tiefsten Zuneigung, jahrelanger Prüfungen und Leiden. Die Ehe mit der Gräfin ist das Mittel, mich für die ganze Zeit meines Lebens zu dem zu stempeln, was ich sein will und soll. Zu einem berufstreuen Mann und zu einem glücklichen Menschen. Eine andere Ehe kann und werde ich nie mehr eingehen, denn es widerstrebt mir und ich vermag es nicht, mich ohne Liebe mit einer anderen zu verbinden
und sie und mich unglücklich zu machen, während mein Herz der Gräfin gehört und ewig gehören muss. Und damit hatte er sowas von recht. Denn wie viele unglückliche Ehen hatte die Habsburger Heiratspolitik hervorgebracht. Schlussendlich gab Franz Josef nach. Aber vor allem auch deswegen, weil Franz Ferdinands Stiefmutter sich für diese Ehe vehement eingesetzt hatte. Doch seine Zustimmung kam mit einem hohen Preis. Franz Ferdinand durfte Sophie heiraten, aber es wurde eine morganatische Ehe. Dies bedeutete, dass die Kinder dieser Beziehung nicht als Habsburger galten, den erzherzoglichen Titel nicht erhielten, sondern der linken Hand, also der Mutter, folgten und lediglich ihren Stand erreichen konnten. Die Kinder waren also auch von der Thronfolge ausgeschlossen und Sophie selbst dürfte auch niemals Kaiserin werden. Am 28. Juni 1900, auf den Tag genau, 14 Jahre vor dem Attentat von Sarajevo, musste Franz Ferdinand in einem offiziellen Akt diese Bedingungen anerkennen. Und damit stand zugleich fest, dass nach dem Tod Franz Ferdinands sein jüngerer Bruder, Erzherzog Otto, in der Thronfolge am Platz 1 nachrücken würde. Doch diese Thronfolgeregelung galt streng genommen nur für die österreichische Kaiserfamilie. Als Königin von Böhmen und Ungarn hätte Sophie durchaus die entsprechenden Titel tragen können und auch die gemeinsamen Kinder hätten dort Ansprüche geltend machen können. Doch es sollte nie so weit kommen. Am 1. Juli 1900 war es soweit. Franz Ferdinand und die um 5 Jahre jüngere Sophie heirateten 400 Kilometer von Wien entfernt auf Schloss Reichstadt in Böhmen, dem Witwensitz seiner geliebten Stiefmutter Marie-Therese. Die Zeremonie fand bewusst im kleinen Kreis statt. Doch die Zeitungen beschrieben das Ganze sehr detailreich und durchaus positiv. Es erschienen zahlreiche Berichte, die den Thronfolger in gutem Licht darstellten und seine ungewöhnliche Charakterstärke bewunderten. Der Erzherzog wurde dadurch menschlicher, volksnäher und sympathischer gemacht. Beispielsweise schrieb das Prager Tagblatt, dass der Thronfolger, den man übrigens zu wenig kenne, nun mit seiner Liebesheirat mit einem Schlage den letzten Bauer in den verstreuten Dörfern des weiten Habsburgerreiches zum Vertrauten seines großen Herzens gemacht hat. Heute kennen ihn alle und heute bewundern ihn alle. Die Tatsache, dass er in Reichstadt geheiratet habe, in Konopist wohne und in Budweis lange tätig gewesen sei, mache ihn zu einem der unseren. Doch natürlich wurde auch der Kaiser, der ja als guter Engel diese Ehe überhaupt möglich gemacht hatte, immer wieder positiv hervorgehoben in den Berichten. Sophie trug ein weißes Atlaskleid mit langer Schleppe. Unter ihrem Brautschleier funkelte ein Diadem, das zusätzlich mit Myrten und Orangenblüten geschmückt war. Franz Ferdinand erschien in der Gala-Uniform eines Generals der Kavallerie, dekoriert mit dem Band des Großkreuzes des Stephansordens und dem goldenen Vlies. Doch die Hochzeit machte zugleich deutlich, welchen Preis die beiden für ihre Liebe bezahlen mussten. Aus der engeren Familie blieben zahlreiche Angehörige fern. Von den nächsten Verwandten nahmen lediglich Franz Ferdinands Stiefmutter und deren Töchter teil. 8 Tage nach der Hochzeit bedankte sich Franz Ferdinand bei seiner Stiefmutter, ohne deren Unterstützung diese Ehe wohl niemals zustande gekommen wäre. Er schrieb der Frau mit dem golden mütterlichen Herzen: Wir sind beide unsagbar glücklich und dieses Glück verdanken wir in erster Linie dir. Wo wären wir heute, wenn du nicht in so edler, rührender Weise dich unserer angenommen hättest? Wir sprechen auch unausgesetzt von dir und unsere Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Die Ehe wurde eine sehr glückliche. Sophie war die einzige, die den jähzornigen Thronfolger beruhigen konnte. Im Museum der Familie im Schloss Artstetten befindet sich eine Sammlung von Porzellanschafen, die als Therapie gegen seine Wutanfälle dienen sollte. Nach jedem Wutausbruch schenkte Franz Ferdinand seiner Ehefrau ein Porzellanschaf, als Zeichen eines künftig lammfrommen und friedlichen Benehmens. Bei öffentlichen Anlässen trug Sophie eine Brosche in Lammform. Auf diese Brosche
deutete sie mit dem Finger, wenn sie einen heranrollenden Zornesausbruch zu erkennen glaubte. Das tat sie, um ihrem Mann diskret darauf hinzuweisen, dass er sich im Zaum halten sollte. Der glücklichen Verbindung entsprangen 4 Kinder. Im Jahr 1901 Sophie, 1902 Maximilian und 1904 Ernst. Sowie ein 1908 leider totgeborener Sohn, der in der eigens errichteten Familiengruft von Schloss Artstetten beigesetzt wurde. Schon damals war klar, dass Sophie als morganatische Gemahlin nicht an der Seite von Franz Ferdinand in der Kapuzinergruft würde ruhen dürfen. Die Familiengruft wurde deshalb als gemeinsamer Ort ihrer letzten Ruhe geschaffen. Damals konnte noch niemand ahnen, wie bald sie schon benötigt werden würde. Kaum eine Quelle vermittelt ein wärmeres Bild des Erzherzogs als seine Briefe über seine Familie. Hören wir uns doch ein paar davon an. 1904 schrieb er: Pinky, gemeint ist seine Erstgeborene, die Sophie, ist zum Fressen herzig. Maxi ist ein gescheiter, köstlicher Bub. Und Ernsti ist so brav und wird eine Schönheit. Du weißt nicht, liebe Mama, wie glücklich ich mit meinem bin und wie ich dem lieben Gott nicht genug danken kann für all mein Glück. Und nach dem lieben Gott muss ich gleich dir danken, da du mir ja in allem zu meinem Glück verholfen hast. Das Allergescheiteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, war, dass ich meine Sophie geheiratet habe. Sie ist für mich alles, meine Frau, meine Ratgeberin, mein Doktor, mein Kamerad. Mit einem Wort, mein ganzes Glück. Jetzt, nach 4 Jahren, lieben wir uns wie am ersten Tag unserer Ehe und nicht eine Sekunde war unser Glück getrübt. Und unsere Kinder. Die machen meine ganze Wonne und meinen Stolz aus. Den ganzen Tag sitze ich bei ihnen und bewundere sie, weil ich sie gar so lieb hab. Und die Abende zu Hause, wenn ich meine Zigarre rauche und Zeitungen lese und so voll strickt. Die Kinder kugeln herum und werfen alles von den Tischen herunter. Das ist gar so köstlich und gemütlich. Und du, liebste Mama, warst die Einzige, die mich nicht verlassen hat, wie es mir ganz schlecht gegangen ist. Hast mir zu meinem Glück verholfen. Und die erstgeborene Tochter, Sophie, erinnert sich später so an ihre Kindheit. Unsere Eltern sorgten sich persönlich um uns Kinder, um unsere Ausbildung und unsere Gesundheit. Wir wurden in dem Bewusstsein erzogen, nichts Besonderes zu sein. Und das hat uns in unserem späteren Leben sehr geholfen. Die Verbindung von Franz Ferdinand und Sophie gehört zu den am häufigsten erzählten wahren Liebesgeschichten der Habsburger. Denn wirklich viele hat es davon leider nicht gegeben. Aber hier sehen wir auch, was Liebe ausmacht. Die Briefe zeigen, wie anders Franz Ferdinand in seiner nun endlich heilen Welt sein konnte. Er war kein distanzierter, harter Aristokrat mehr, sondern ein fürsorglicher Mann, der seine Familie liebte. Hier fand er Halt. Für die Familie war er bereit, alles zu opfern. Und die Berichterstattung über seine außergewöhnliche Liebesgeschichte mit Sophie hätte ihm die Möglichkeit geboten, sein Ansehen in der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Aber er legte offenbar wenig Wert darauf, von der Öffentlichkeit als sympathisch oder volksnah wahrgenommen zu werden. Der private, herzliche Franz Ferdinand blieb der Öffentlichkeit weitgehend verborgen. Die Menschen sahen fast ausschließlich den offiziellen Thronfolger bei militärischen Auftritten und Staatsakten und mussten sich ihr Bild aus diesen wenigen Eindrücken machen. Und so verwundert es kaum, dass die Urteile über seine Persönlichkeit äußerst unterschiedlich ausfielen. Menschen, die ihn gut kannten und zu seinem Freundeskreis gehörten, beschrieben ihn als intelligent, humorvoll und durchaus liebenswert. Wer ihn dagegen nur im Dienst begegnete, war entweder von seiner Persönlichkeit und seiner Arbeitsweise tief beeindruckt oder hielt ihn für gefährlich und unberechenbar, fürchtete ihn oder begegnete ihm sogar mit offener Ablehnung. Franz Ferdinand selbst schien sich dieser widersprüchlichen Wahrnehmungen durchaus bewusst zu sein. Mit einer gewissen Gelassenheit bemerkte er einmal: Wer mich kennt, glaubt diesen Unsinn ohne dies nicht. Und wer mich nicht kennt, der wird mich schon kennenlernen. Zu seiner kontroversen Wahrnehmung, vor allem im politischen Kontext, werden wir in der nächsten Folge noch kommen. Und nach der Hochzeit
zeigte sich auch Kaiser Franz Josef schließlich gegenüber Sophie großzügiger, als viele erwartet hatten. Zunächst erhob er sie in den Fürstenstand. 1909 erhielt sie den Titel einer Herzogin von Hohenberg. Auch die gemeinsamen Kinder sollten den Namen Hohenberg tragen. Bemerkenswert ist dabei die Wahl dieses Namens. Mit Gertrude von Hohenberg, der Gemahlin König Rudolfs I., steht dieser Name am Anfang der habsburgischen Geschichte. Nun wurde er ausgerechnet jener Familie verliehen, die viele Jahre später das Ende der Monarchie symbolisieren sollte. Doch mit der Eheschließung endeten die Schwierigkeiten für das unstandesgemäße Paar keineswegs. Zahlreiche Zeitzeugen, zum Beispiel der Sektionschef im Ministerratspräsidium Rudolf Sickhardt, berichten, dass Kaiser Franz Josef, der seinem Neffen Franz Ferdinand ohnehin nie besonders nahe gestanden habe, nun über diese Zumutung sehr ungehalten, ja entrüstet gewesen sei. Und diese Verstimmung habe bis zum Tod des Thronfolgers angehalten. Dennoch bemühte sich Franz Josef nach außen um ein korrektes Verhältnis. Schon im September 1900, im Hochzeitsjahr, lud er das frisch gebackene Ehepaar erstmals offiziell zu sich ein. Anschließend berichtete er seiner langjährigen Freundin Katharina Schratt, dass alles ganz gut verlaufen sei und der Thronfolger sehr zufrieden zu sein scheint. Über Sophie bemerkte der Kaiser nüchtern, sie sei natürlich und bescheiden, sieht aber nicht mehr jung aus. Am Hof gab es überhaupt viel negatives Gerede. Zum Beispiel machte Erzherzog Ludwig Viktor, der jüngste Bruder des Kaisers und Onkel Franz Ferdinands, keinen Hehl aus seiner Ablehnung der Verbindung und spottete offen über diese Messallianz. Franz Ferdinand sollte ihm diese Kränkung später niemals vergessen und rächte sich schließlich. Darüber haben wir aber schon im Video über Ludwig Viktor gesprochen. Auch das spanische Hofzeremoniell war hart. Sophie durfte nicht in der Hofburg wohnen. Deshalb lebte das Paar in Wien im Schloss Belvedere. Sophie war es nicht gestattet, bei offiziellen Anlässen an der Seite ihres Mannes zu erscheinen. Während Franz Ferdinand als Thronfolger unmittelbar hinter dem Kaiser gehen durfte, musste sich Sophie hinter die jüngste Erzherzogin einreihen, selbst wenn diese noch ein Kleinkind war. Im Hofwagen durfte sie nur mitfahren, solange sich auch ihr Mann darin befand. Verließ Franz Ferdinand das Fahrzeug, musste auch sie aussteigen. Im Theater durfte sie nicht neben ihm in der Hofloge sitzen. Wenn das Paar gemeinsam einen Abend verbringen wollte, musste es eine Privatloge mieten. Diese Demütigungen trafen beide schwer. Erleichterung brachte lediglich Franz Ferdinands Stellung als Generalinspektor der Armee. Trat er als Offizier auf, durfte seine Frau protokollarisch an seiner Seite erscheinen. Und gerade diese Ausnahme sollte Jahre später in Sarajevo eine tragische Rolle spielen. Denn nur deshalb begleitete Sophie ihren Mann im Jahr 1914 nach Bosnien. Und damals saßen sie nebeneinander im Wagen bei jener Fahrt, die beiden das Leben kosten und ihre 3 Kinder zu Vollwaisen machen sollte. Doch wie es dazu kam, erfahren wir in der nächsten Folge. Heute verlassen wir Franz Ferdinand auf dem Höhepunkt seines privaten Glücks. Er hat die jahrelangen Kämpfe um Sophie gewonnen. Er ist anerkannter Thronfolger der Habsburger Monarchie. Er besitzt mit Schloss Artstetten und Konopistje seine Rückzugsorte. Und mit seiner Familie führt er jenes Leben, das er sich immer gewünscht hat. Doch gleichzeitig ziehen über Europa dunkle Wolken auf. Im Inneren der Monarchie kämpfen Nationalitäten um mehr Rechte. In Ungarn wächst der politische Konflikt. Auf dem Balkan brodeln Nationalismus und Großmachtpolitik. Und ausgerechnet Franz Ferdinand entwickelt Pläne, die das Habsburgerreich grundlegend verändern könnten. Pläne, die ihm mächtige Gegner einbringen. Im nächsten Teil werden wir uns deshalb der politischen Seite des Thronfolgers widmen. Welche Reformen plante Erzherzog Franz Ferdinand? Wollte er Österreich-Ungarn in einen föderalen Staat umbauen? Warum fürchteten ihn manche Politiker in Wien und Budapest? Wie dachte er über Deutschland, Russland und den Balkan? Wollte er tatsächlich einen Krieg verhindern?
Und wie kam es schließlich zu jener verhängnisvollen Reise nach Sarajevo? Gemeinsam werden wir den Erzherzog auf seinem letzten Weg begleiten, bis zu jenem Sommertag des 28. Junis 1914. Denn dort endete nicht nur das Leben von Franz Ferdinand und Sophie. Mit den Schüssen von Sarajevo begann auch das letzte Kapitel der alten Donaumonarchie.